Wenn man mit Anlegern spricht, hört man oft, Anleihen sind sicher. Und ja, sie gelten als stabiler als Aktien. Aber sicher heißt nicht risikofrei. Heute möchte ich die Top 6 Risiken und Nachteile von Anleihen ansprechen. Am Ende gibt es aber noch eine Gegendarstellung zu diesen 6 Punkten. Erster Punkt, Ausfallrisiko. Eine Anleihe ist letztlich ein Kredit an einen Staat oder ein Unternehmen. Fällt der Schuldner aus, ist das Geld weg oder nur teilweise zurückholbar. Bei Staatsanleihen denkt man an Griechenland 2010 oder Argentinien 2001 und 2020. Bei Unternehmensanleihen an General Motors oder Evergrande, dem damals zweitgrößten Immobilienkonzern Chinas. Beide galten lange Zeit als solide. Selbst mit Ratings wie Investment Grade gibt es kein Garantiesiegel. Ratings können sich ändern und sie tun es oft erst dann, wenn es zu spät ist. Punkt 2. Bonitätsrisiko. Anleihen erhalten auf der Basis ihrer wirtschaftlichen Leistung regelmäßig Ratings. Fällt das Rating, so fällt oft auch der Kurs, sodass dadurch der Gewinn durch Coupons gemindert wird. Dritter Punkt. Zinsänderungsrisiko. Ein Risiko für Anleihebesitzer ist die Zinsentwicklung. Steigen die Zinsen, fallen die Kurse bestehender Anleihen. Warum? Weil neue Anleihen mit höheren Coupons attraktiver werden und niemand will die alten mit geringeren Zinsen halten. Also sinkt ihr Marktwert. Punkt 4. Inflationsrisiko. Coupons sind meistens fix, Inflation dagegen variabel. Wenn die Teuerungsrate höher ist als der Coupon, verliert der Anleger real an Kaufkraft. Ein Beispiel. 3% Zinsen klingt erstmal gut, aber bei 5% Inflation verliert man real jedes Jahr 2%. In 10 Jahren sind das schon rund 20% Kaufkraftverlust. Inflationsgeschützte Anleihen helfen dagegen, aber sie haben meist niedrigere Anfangsrenditen und reagieren empfindlich auf reale Zinsschwankungen. Risiko Nummer 5. Währungsrisiko. Viele Privatanleger greifen zu US-, Türkei- oder Schwellenländeranleihen in deren eigener Währung, weil die Zinsen so höher sind. Aber Währungsgewinne und Verluste können Zinserträge völlig überlagern. Ein Beispiel. Eine Anleihe aus Mexiko bringt 8% Rendite. Klingt erstmal gut. Aber wenn der Peso 10% gegen den Euro fällt, hat man am Ende sogar einen kleinen Verlust. Punkt Nummer 6. Liquiditätsrisiko. Nicht jede Anleihe ist täglich handelbar. Gerade Unternehmens- oder Mittelstandsanleihen haben oft geringeren Handelsumsatz. Das bedeutet, wenn man verkaufen möchte, findet man unter Umständen keinen Käufer oder nur zu einem stark reduzierten Preis. Diese Illiquidität kann besonders in Krisenzeiten zum Problem werden, wenn viele gleichzeitig aussteigen möchten. So, jetzt haben wir alle 6 Risiken aufgezählt und kommen zur Gegendarstellung. Das erste Risiko war das Ausfallrisiko. Wenn man eine Anleihe mit einem A-Rating kauft, liegt die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls historisch gesehen bei ca. 0,1%. Deshalb kann man dieses Argument für solide Unternehmen und einem breiten Portfolio vernachlässigen. Punkt Nummer 2. Bonitätsrisiko. Wenn man eine Anleihe mit einem A-Rating kauft, dauert es in der Regel Jahre, bis das Rating auf B sinkt und damit auch der Kurs. Bis dahin kann man solch eine Anleihe in aller Ruhe austauschen. Punkt Nummer 3. Zinsänderungsrisiko. Als Anleger sollte man immer nur Anleihen mit besten Renditen bei guter Bonität kaufen, sodass etwaige Anpassungen am Markt einen persönlich weniger betreffen sollten. Zudem gibt es viele Anleihen mit variablen Zinsen, die sich am Markt anpassen. Punkt Nummer 4. Inflationsrisiko. Wenn man in der eigenen Währung kauft, besteht immer ein Inflationsrisiko. Deshalb sollte man auf mehrere stabile Währungen setzen und nicht nur auf die eigene Währung. Punkt Nummer 5. Währungsrisiko. Dieses Risiko besteht, wenn man in fremden Währungen Anleihen kauft. Währungen wie US-Dollar, Great Britain Pound oder Schweizer Franken sind historisch gesehen sehr stabil. Eine Streuung auf verschiedene Währungen kann vor Inflation im eigenen Land schützen und das Währungsrisiko für einzelne Währungen verkleinern. Punkt Nummer 6. Liquiditätsrisiko. Wo dieses Risiko besteht, ist aber gering, insbesondere bei Anleihen mit gutem Rating. In der Vergangenheit konnte ich sogar relativ unbekannte Unternehmensanleihen mit negativem Rating testweise gut handeln. Fazit. Was bedeutet das jetzt? Sind Anleihen riskant oder nicht? Anleihen sind riskant, wenn man Anleihen von schwachen Staaten oder Unternehmen kauft, mit schlechter Bonität. Dann besteht auf jeden Fall ein Ausfallrisiko. Anleihen sind riskant, wenn man Anleihen in schwacher Währung kauft, sogar wenn der Staat oder das Unternehmen 30% Zinsen anbieten. Die Inflation könnte bei 60% liegen. Das heißt, Anleihen sind sicher und stabil, wenn man einige Eigenschaften der Anleihen beachtet. Dazu gehören in jedem Fall die Bonität und die Währung.